Und jetzt eine freudige Nachricht in eigener Sache. Unseren Kollegen Steffen Schwarzkopf, den kennen Sie als ehemaligen USA-Korrespondenten, als Reporter von Welt- und Europameisterschaften oder auch aus den Krisengebieten dieser Welt, sei es in Afghanistan, im Irak, der Ukraine oder zuletzt eben auch im Gazastreifen. Für seine Arbeit wurde er mehrfach für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Im dritten Anlauf hat es am Abend dann geklappt. Und wir sagen natürlich herzlichen Glückwunsch, lieber Steffen. Du hast es dir verdient und wir sind stolz auf dich. Der Deutsche Fernsehpreis 2024 in der Kategorie Beste Moderation, Einzelleistung, Information geht an Steffen Schwarzkopf. Pyro, große Bühne und viel Tamtam, das ist nicht das Zuhause von Steffen Schwarzkopf. Eigentlich ist er hier unterwegs. Mörser, Granaten, wahrscheinlich auch Stellungen, keine 500 Meter von hier entfernt. Sein Weg führt ihn meist nach draußen, dort, wo die ganze Welt auf die bedeutendsten Nachrichtenereignisse blickt. Unser Weltchefreporter liebt seinen Job, setzt sich dafür aber regelmäßig großem Risiko aus. Seit Beginn des Ukraine-Krieges ist er oft vor Ort, auch am 2. Jahrestag. In einer Spezialsendung berichtet er aus Kiew über den Angriffskrieg Russlands, spricht mit ukrainischen Einwohnern, Soldaten und Reportern, um die aktuelle Lage einzuschätzen. Selbst als live die Luftalarmsirenen losheulen, Steffen Schwarzkopf moderiert weiter. Luftalarm, das haben wir jetzt in den letzten Tagen nicht gehabt. Aber wie gesagt, das ist die Befürchtung der Menschen natürlich hier zum Jahrestag, zum 24. Februar, dass es verstärkt Angriffe auf die Hauptstadt geben könnte. Für den Deutschen Fernsehpreis bekommt er unter anderem für diese Sendung die Auszeichnung. Aber auch für seine Arbeit in Israel wird er gewürdigt. Die Hamas tötet am 7. Oktober letzten Jahres über 1100 Menschen. 251 Geiseln werden genommen. Steffen Schwarzkopf ist kurz danach vor Ort und berichtet über den schlimmsten Angriff auf Juden seit der Shoah. Es entsteht eine Dokumentation in der Gewalt der Hamas, das Geiseldrama von Gaza. Für seine gesamte Leistung sagt die Jury: Hohen persönlichen Einsatz in Israel und der Ukraine. Steffen Schwarzkopf ist ein Ausnahmereporter und zum 3. Mal nominiert. Jetzt bekommt er für seine außergewöhnliche Arbeit den Deutschen Fernsehpreis. Und kurz nach der Verleihung Füße hochlegen? Keinesfalls. Ich sehe das natürlich als Auszeichnung, als Ehre. Gleichzeitig ändert das was an meinem Job? Nee, ich gehe natürlich weiterhin raus. Ich bin weiterhin im Nahen Osten unterwegs, weiterhin in der Ukraine wahrscheinlich unterwegs. Also insofern freue ich mich, das Ding bekommt einen Ehrenplatz und die Arbeit geht weiter. Ein Versprechen an die Zuschauer. Steffen Schwarzkopf wird als Weltchefreporter weiterhin dorthin reisen, wo Geschichten erzählt werden müssen. Und jetzt haben wir hier bei uns im Studio Weltchefreporter Steffen Schwarzkopf und frisch gebackener Preisträger des Deutschen Fernsehpreises. Herzlich willkommen. Herzlichen Glückwunsch, lieber Steffen. Vielen Dank, vielen Dank. Wir haben gerade die Bilder gesehen. Was geht dir durch den Kopf, wenn du die siehst von der gestrigen Preisverleihung? Und natürlich, was ist dir durch den Kopf gegangen, als du gestern deinen Namen gehört hast? Also ich muss dazu sagen, ich kann so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das wird ja quasi voraufgezeichnet, bevor es ausgestrahlt wird. Und bis meine Kategorie dran war, das dauerte mal gute 2 Stunden. Und dann sitzt du da und wartest und bist schon 3-mal durchgespitzt, weil du irre nervös bist. Und dann geht's in den Backstage-Bereich und dann kommst du auf die Bühne. Und in den 2 Stunden, was machst du da die ganze Zeit? Da guckst du die Show an. Aber überlegst dir auch mal, was sage ich denn in meiner Dankesrede? Und hoffentlich kriege ich das überhaupt irgendwie hin. Und dann stehst du da und betest nochmal innerlich, dass das irgendwie klappt. Und anschließend machst du 3 Kreuzzeichen, dass man es einigermaßen stolperfrei hinbekommen hat. Und ich bin jetzt nicht so der Typ, der ausrastet auf der Bühne und sich wahnsinnig freut, aber innerlich habe ich mich natürlich extrem gefreut. Man hat es dir auch angesehen. Können wir den Preis mal haben? Können wir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schwer. Hey, der ist wirklich schwer. Der ist extrem schwer. Wir klauen ihn auch nicht. Wir gehen meine Sorge war im Laufe des Abends, weil da war ja noch Aftershow-Party, dass mir das Ding irgendwann runterfällt. Hat Gewicht. Oder nach 3 Cocktails, dass ich den vergesse. Aber da hatte ich ja meine Frau dabei, die hat dann drauf geachtet. Jetzt ist das ja nicht irgendein Preis. Es ist wirklich der renommierteste deutsche Preis im Fernsehen. Was ist das denn für eine Atmosphäre, auch bei dieser Veranstaltung, wenn da die ganz Großen der Branche zusammentreffen? Denn nominiert wird ja nicht jeder. Das ist ja eine ganz besondere Ehre. Ja, also das ist schon was Besonderes, weil du siehst natürlich sehr prominente und berühmte Schauspieler, teilweise fallen mir da die Namen nicht ein. Dafür habe ich dann auch wieder meine Frau dabei gehabt. Die kannte Iris Berben. Die alle, genau, Iris Berben kenne ich dann gerade noch, aber andere, da bin ich nicht dabei. Aber klar ist das toll, weil du weißt irgendwie, dass es
ein Tag im Jahr und hier werden tatsächlich die besten Schauspieler ausgezeichnet, die besten Reportagen, die besten Reporter und dann zu wissen, du gehörst zu diesem Kreis dazu, ist schon cool. Wie läuft dieser Abend ab? Gib uns mal so einen kleinen Look behind the scenes sozusagen. Also was passiert im Anschluss an die Preisverleihung? Ich bin mir sicher, es war eine super Aftershow-Party. Es waren einige Drinks dabei. Was sind die Gesprächsthemen? Was wird getuschelt? Also interessant ist eigentlich auch so ein bisschen, was im Vorfeld passiert, weil du wirst natürlich genau gebrieft für den Fall der Fälle, dass du gewinnst. Und dann wird dir auch eingebläut, wenn du deine Dankesrede hältst, dann bitte 60 Sekunden und keine Sekunde länger. Also nicht noch Mutti, Papi und die Freunde irgendwie alle grüßen, sondern wirklich das Wichtigste zuerst. Und danach ist das eine ganz gelöste Atmosphäre, ne? Weil alle dann auch der ganze Stress und der Druck fällt ab und dann quatsch mal mit diesem, mal mit jedem. Du quatschst auch vor allem mit Leuten, die du überhaupt nicht kennst, ne? Die dann auf dich zukommen, dir gratulieren und sagen, ja, wir haben uns doch mal vor 10 Jahren und wir haben uns mal vor 15 Jahren und ich bin der und der. Du tust dann manchmal so wie, ja, klar, super. Ich muss ganz offen gestehen, wenn ich das sagen darf, das ist auch alles nicht so ganz meine Welt. Ne? Also wir waren dann 2 Stunden da und natürlich triffst du nette Leute und quatscht ein bisschen und trinkst dann auch einen Cocktail und so weiter. Aber dann nach 2 Stunden ist auch gut und dann ging es zurück ins Hotel und dann war Feierabend. Ich habe mal noch mal nachgeschaut. Du stehst jetzt ja als Preisträger in einer Reihe, zum Beispiel mit Peter Schollatur, Markus Lanz oder auch Antonio Rados. Gibt es irgendetwas, was du noch erreichen möchtest oder jemanden, mit dem du unbedingt mal zusammenarbeiten möchtest? Ich meine, jetzt als Preisträger kannst du dir das ja vielleicht auch aussuchen. Also ich glaube, ich bin wahrscheinlich noch ein bisschen zu jung, um zu sagen, okay, das war's jetzt und die nächsten 15 Jahre, die lasse ich jetzt austrudeln. Also ich bin, glaube ich, ganz happy mit dem Team, mit dem ich zusammenarbeite. Es ist jetzt nicht so, dass ich mit diesem oder jedem mal irgendwie ein Interview führen will. Aber man trifft ja auch die Kollegen vor Ort, ne? Ob das jetzt von der Konkurrenz ist, du kennst die alle und freust dich, wenn du die auch in der Ukraine oder wenn du die in Israel oder in Jenin letztens eine Kollegin von der ARD, wenn du die da triffst, dann bist du da happy drum. Ich habe tolle Kameraleute, mit denen ich unterwegs bin und das reicht mir eigentlich. Also ich setze mir jetzt nicht als Ziel, ich brauche das oder das. Morgen 10 Uhr das nächste Interview mit Michael Roth, dem Vorsitzenden des Auswärtigen Ausschusses, anschließend Beiträge hier in der Redaktion machen. Nächste Woche geht es wieder in Richtung Israel. Also insofern geht das Leben ganz normal weiter. Vielleicht ganz kurz. Und was war das Beeindruckendste, was du in deiner Karriere erlebt hast? Das sind so viele Sachen, aber eine kurze Sache. Tsunami, jetzt auch schon wieder fast 20 Jahre 2004. Her, 2004. Und wenn du dort Menschen getroffen hast, wo du dann in Deutschland angerufen hast, Verletzte im Krankenhaus, wo du gesagt hast, hier ist ihr Sohn und am anderen Ende wussten die Menschen nicht, dass der Sohn überhaupt überlebt hat. Das waren so richtig tolle Momente, immer die Momente, wo du mit Menschen zu tun hast, die emotional sind. Schalten ist schön und gut, ne? Da guckst du in die Kamera, aber das, was du nebenbei erlebst und was du an Menschen triffst, das ist eigentlich immer das Beste. Ja, und das macht dich auch aus, lieber Steffen, die Art und Weise, wie du eben mit diesen Menschen umgehst, ob es vor oder hinter der Kamera ist. Wir gratulieren noch mal ganz herzlich. Die ganze Redaktion ist super stolz auf dich und wünschen natürlich jetzt noch einen schönen Abend mit diesem Preis. Und du hast gesagt, du fliegst bald wieder nach Israel. Pass auf dich auf, wir fiebern auf jeden Fall immer mit. Und ich gebe das Dankeschön zurück an die tolle Redaktion, weil ohne tolle Redaktion funktioniert das alles nicht. Also insofern ein Team. Danke, Steffen. Danke.